Also, wir sind jetzt weg vom Hip-Hop mal in Richtung Gitarre. Wir sind heute zu Besuch bei Patrick Guitars, beim Nick Patrick. Hi Nick. Hi Chris. Und Nick, du bist Gitarrenbauer. Ja, habe ich richtig gelernt. Gesellenbrief 97 gemacht bei Schack Guitars, Geigenbauschule Mittenwald und seitdem mache ich das mein halbes Leben lang eigentlich. Und dann hast du auch viele Jahre, also du bist auch Musiker, du hast in Ja, vielen ja, Bands gespielt und in verschiedenen Läden gearbeitet, hast Reparaturen dort gemacht und genau. gebaut und so weiter und so fort. Ich will gar nicht zu viel über das jetzt erstmal reden, weil hier steht eine Gitarre Ja, und die war ja schon des Öfteren im Fernsehen zu sehen. Auch weil ja, das öfter als ich, ja. wie nennt sich dieses Modell? Das ist die Frankfurt Historic Gitarre, die ist gebaut aus einem ganz besonderen Brett, was schon irgendwie Elvis Presley und Gott und die Welt gesehen hat. Also gibt es auch ein YouTube-Video, wenn ihr euch diese Geschichte mal reinziehen wollt. Aber ganz kurz mal, das hier finde ich cool. Wer baut ein Pickguard aus einer alten Tapete? Ja, weißt du, das ist ja, ich mache ja Gitarren jetzt nicht unbedingt auf Bestellung. Ich baue die immer, wenn ich irgendeine schöne Geschichte habe, wo ich denke, das musst du jetzt machen, Nick. Ja, also dafür bist du jetzt gerade am Start und du kannst das, mach das jetzt. Mhm. Und das habe ich nicht geplant. Ich habe ja dann diesen alten Laden auseinandergenommen, da habe ich dieses Brett gefunden und hinter den Vitrinen war halt die alte Tapete. Und ich hatte erst ein schwarzes Schlagbrett Ja. und das hat irgendwie überhaupt nicht gematcht. Und dann, ich weiß gar nicht, beim Radfahren oder so ist mir dann gekommen, ey, Alter, du musst jetzt mal aus der Tapete, mach doch mal, versuch doch mal. Und das ist jetzt immer so das Highlight, dass die Leute sagen, was ist das? Ist das eine Tapete? Ich so, ja, es ist eine Tapete aus den 30er Jahren. Das fühlt sich auch völlig abgefahren an. Ja, das sind ja, ich weiß nicht, 4 oder 5 Farbschichten, die da drüber sind. Und das ist oft bei mir so in diesem Arbeitsprozess, dass die irgendwie Gedanken, Ideen kommen. Ich habe das auch alles, also diese ganze Geschichte, die da entstanden ist, da ist auch nichts geplant. Das ist Mhm. quasi aus dem Tun heraus entstanden. Und so ist das bei meinen anderen Instrumenten auch. Also ich Ja. habe immer, wenn ich irgendeine Story habe oder ich denke, das Gefühl habe, das muss ich jetzt umsetzen, dann mache ich das halt, ja. Das mache ich halt neben Cool. meiner normalen Arbeit, in der ich eigentlich in der Regel Reparaturen Ja. mache, ja. Und die mache ich total gerne, weil ich finde, da lernt man immer mal was, selbst in meinem Alter und wenn man das auch schon so lange macht, ja. Also deine Kunst. Und dieses Kunstwerk kann man übrigens auch nicht kaufen. Das ist nämlich, das wird Nee, wo stehen? In einem das Museum. wird stehen. Ich hoffe bald im Historischen Museum Frankfurt. Da hatte ich mal ein Gespräch, dann kam Corona, dann ging alles irgendwie ein bisschen drunter und drüber. Aber das ist jetzt nichts. Ich finde, das gehört halt ein Stück weit auch zur Stadt Frankfurt und ich bin ein Frankfurter Kind und ich bin froh, hier sein zu dürfen. Ich komme ja gar nicht aus Deutschland und ist vielleicht auch so ein bisschen ein Stück, was ich dieser Stadt so zurückgebe. Coole Sache. Du Ja, hast, also du baust Gitarren nicht auf Bestellung oder wenn oder sagst, ja, ich will jetzt sowas verkaufen und deswegen baue ich die so, sondern einfach immer nur aus deiner eigenen Inspiration raus. Irgendwas inspiriert dich, du ja, weißt baust ein. ja, ja, also es ist ja so, dass ich habe mir das ja alles nicht so überlegt, ja. Das ist ja so, das Leben, das spült dich dann halt irgendwo so hin, wenn du es denn zulässt, ja. Und ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, dass du Dinge, die du dir irgendwie vorstellst, jemand sie dann erzählen möchtest und der soll Mhm. dir das genauso bauen, wie du denkst, dass es Ja, klingen muss. Totaler Humbug. Ich mache das seit 30 Jahren. Jeder, der dir erzählen möchte, der weiß ganz genau, wie es funktioniert und was er zu tun hat, damit du zufrieden bist. Du kommst zu 90% hin, aber eigentlich bestellst du ja eine Gitarre genau aus diesen 10%, die du im Laden halt nicht findest. mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du hauptsächlich also von Reparaturen lebst und die Genau. Gitarren, die du baust, einfach durch deine Inspiration so entstehen, so wie du dir jetzt gerade, oh, ich habe eine Idee für eine Gitarre. Also diese Reparaturen haben aber woanders hingeführt, nämlich nochmal. Während Corona, glaube ich, war das, oder? Ja, Da hast du angefangen, plötzlich einen Instagram-Kanal zu machen, einfach mal so. Und ja, inzwischen hast du, was, 45.000 Follower oder sowas? ja, ich glaube sowas. Da wird mir selbst manchmal Angst und Bange, ja. Also bei Instagram ist das ganz brutal. Ich war ja immer so ein bisschen Guerilla-Guitars-mäßig unterwegs. Die Leute kannten mich in der Szene, die wussten, ich arbeite im Musikgeschäft. Wenn sie was gebraucht haben, habe ich das repariert. Ähm, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Dann kam die Gitarre und Bass. Das ist eine sehr renommierte Zeitung, die wahrscheinlich hier die meisten, die das gucken, auch Mhm. kennen und vielleicht auch lesen. Und haben gemeint, weil ich so ein Video gemacht habe über einen relativ komplizierten Kopfschlattenbruch, warum habe ich dieses Video gemacht? Weil wenn du in so einem Laden stehst und es sind ja eigentlich vielleicht mal 15 Arten der Reparaturen, die da gefordert werden, dann musst du jedes Mal dem Kunden erklären, was man da macht. Ist ja selbstverständlich, dass er wissen will, wieso muss er denn das bezahlen oder wie viel Ja. muss er denn bezahlen? Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal so ein Video und wenn jemand wissen will, wie aufwendig es ist, Mhm.
schicke ich ihm den Link, da kann er draufklicken und selbst entscheiden, ob diese 300 € für diese Reparatur zu viel oder zu wenig sind, ja. Also habe ich das gemacht und dann habe ich eigentlich immer diese Videos stückchenweise da auf Insta hochgeladen und irgendwann mal ist das Durch die bin ich Decke morgens gegangen. aufgewacht und habe gedacht, was ist denn jetzt hier los? Irgendwie 150.000 Leute, die sich das angeguckt haben. Und du zeigst nicht nur Reparaturen, du zeigst auch, was weiß ich, hey Jungs, so, ihr habt eine Gitarre, zieht mal die Saiten so auf, da habt ihr weniger Stress. Also du zeigst auch ganz Ja, einfache ja. Sachen, die, also junge Leute, die jetzt Gitarre spielen, lernen, einfach diese Tipps einfach brauchen. Und ich glaube, da schiebt sowas besonders hoch. Nee, gar nicht. Das sind Ne? wirklich die total komplizierten Dinger, wo sich eigentlich kein Normalsterblicher, auch viele meiner Kollegen nicht dran trauen, ja. Zum Beispiel diese Halskanäle fräsen, wenn du so einen Kopflattenbruch hast, die Leute kicken. Und das ist eigentlich auch das Ding, was ich so toll finde, dass die Leute dann sehen, hey, das macht ein Typ und der hat ja nichts, der hat eigentlich nur 2 Hände, ja. Und 2 Hände habe ich auch. Aber es ist eigentlich eine Sache, so mache ich das, ja. Es ist auch nicht eine Sache, so musst du das machen, sondern ich zeige euch einfach, wie ein Profi, in dem Beruf bin ich ein Profi, das halt so macht, ja. Und das Feedback ist brutal. Ich meine, kannst du ja ausrechnen, wenn du 46.000 Follower hast, dann hast du auch dementsprechend Fragen und Ja. Kommentare. Ich Ich meine, habe das ist noch ein neuer Fulltime-Job eigentlich. Also ja, ein zweiter, ja. Ne? es ist also wirklich sehr zeitaufwendig, aber ich habe, was ich eigentlich sagen wollte, keinen einzigen gehabt, der geschrieben hat: „Junge, du hast keine Ahnung, was Ja. du da machst, das ist Bullshit“ oder so. Ne, also weißt du, Leute, guckt euch unbedingt den Kanal mal an. Der heißt Patrick Guitars genau, also bei Insta Instagram. ist brutal, aber auf YouTube gibt's noch mal längere Videos, die gehen immer so 10 Minuten, weil das kannst du nicht alles immer so in 1,5 Minuten rein. Ein letztes Ding, was ich noch Ja. ansprechen wollte. Wir sind hier in einer super geilen Kulisse. Ja. Hier baust du, hier kreierst du und so weiter. Du hast angefangen, hier sogenannte Attic-Konzerte noch zu machen. Ja. Also ich habe meine Werkstatt ist eigentlich nebenan, die hat 8,374 Quadratmeter und das haben mir netterweise meine Vermieter zur Verfügung gestellt, weil ich hier mein ganzes Equipment irgendwo hinschaffen musste. Und irgendwann mal war ich bei meinem Zahnarzt, der auch Musiker ist, hat gemeint, ey, total geil, was du da machst, aber setz dich doch einfach mal hin und zeig dir mal, wie die Gitarre klingt. Ja, das ist immer das, was ich so ein bisschen vermisse. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich ja sowieso. Weißt du, wenn ich jetzt hier so einen geilen Ast in der Werkstatt habe, hier, da liegt gerade ein 59er Precision Bass, wenn der fertig ist, kannst du Gift drauf nehmen, dass ich hier mal einen schönen Abend mit dem verbringe, indem ich ihn halt spiele. Also, weil ich halt auch so voll der Nerd bin, ja. Ich stehe halt auf diesen ganzen Kram. Dann habe ich halt erstmal selbst diese Soundcheck-Videos gemacht und dann habe ich mir gedacht, ich kenne so viele tolle Künstler, manche, die ich seit 30 Jahren irgendwie begleite. Ja, der Max war da, den kenne ich seitdem er 16 ist, ja. Und habe die einfach gefragt und das Tolle war, dass da auch jeder sofort gesagt hat, ich bin dabei, ich mache das. Genau. Hey, Nick, vielen Dank fürs Gespräch und dass du uns eingeladen hast, hier vorbeizukommen Ja, bei vielen dir. Dank, ja. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Live-Bühne und es geht weiter wieder mit Hip-Hop. Viel Spaß. Danke.